Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt es etwas aus der Heißluftfritteuse und zwar machen wir gemeinsam richtig leckere Haferflockensemmel. Außen werden sie leicht knusprig und innen jedoch wunderbar saftig und durch die Haferflocken bekommen sie einen richtig schön kräftigen Geschmack. Da es sowieso viel zu heiß ist für den großen Backofen und ich unkomplizierte Teige sowieso liebe, passt dieses Rezept perfekt für alle, die es einfach und unkompliziert mögen. Super schnell gemacht und das Ganze ohne großen Aufwand und eignet sich auch optimal für Sonntagssemmeln. Und los geht's, indem wir uns eine ausreichend große Schüssel richten. Dort geben wir dann 150 Gramm zarte Haferflocken hinein. Du könntest auch kernige oder halb-halb nehmen. Die Struktur wird dann jeweils nur ein bisschen anders, aber auf jeden Fall genauso lecker. Übrigens sorgen Haferflocken nicht nur für eine angenehm saftige Krume, sondern bringen auch wertvolle Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß und auch Mineralstoffe mit. Nun gibt es noch 250 Milliliter kaltes Wasser für die Haferflocken. Und auch etwa 5 Gramm frische Hefe oder 1,6 Gramm Trockenhefe. Und als Futter wiederum für die Hefe gibt es einen Teelöffel Honig. Du könntest natürlich auch Agavendicksaft nehmen. Die Zutaten werden nun einfach glatt miteinander verrührt, sodass sich die Hefe und auch der Honig im Wasser löst und sich mit den Haferflocken verbindet. Nun lassen wir die Mischung für etwa 30 Minuten stehen. In dieser Zeit wird die Hefe aktiv und die Haferflocken werden sich mit dem Wasser vollständig vollsaugen und natürlich schön aufquellen. Nach der halben Stunde kann man auf jeden Fall gut erkennen, dass die Haferflocken aufgegangen sind und die Hefe ein wenig arbeitet. Nun brauchen wir 150 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Solltest du allerdings nur Dinkel Typ 630 zu Hause haben, reduziere die Wassermenge zunächst um etwa 10 bis 20 Milliliter. Einfach deswegen, weil das hellere Mehl etwas weniger Flüssigkeit aufnimmt. Solltest du allerdings nur Weizenmehl haben, Typ 405 oder 550, reduziere die Wassermenge zunächst ebenfalls um 10 bis 20 Milliliter und gib dann bei Bedarf einfach noch ein bisschen was dazu. Nun brauchen wir auch noch einen Esslöffel Öl. Das sorgt nun dafür, dass die Semmeln innen schön saftig und die Krume auch angenehm weich bleibt. Für den richtigen Geschmack und je nach persönlicher Vorliebe gibt es etwa 1,5 Teelöffel Salz. Meines ist natürlich rieselhilfefrei. Die Zutaten werden nun mit Hilfe eines dänischen Schneebesens oder Kochlöffels zu einem glatten Teig verrührt. Nun gibt es auch noch einen Esslöffel Joghurt. Er sorgt für zusätzliche Feuchtigkeit, macht die Krume schön saftig und gibt den fertigen Semmeln dann eine leichte Frische. Möchtest du sie allerdings vegan zubereiten, lässt du den Joghurt einfach weg, das ist gar kein Problem. Er wird nun einfach ein wenig untergehoben und der Teig in der Schüssel zusammengekratzt. Danach wird sie auch abgedeckt und darf insgesamt für 3 bis 6 Stunden ruhen. Die ersten 90 Minuten wird er jeweils alle 30 Minuten gelegt und gefaltet. Wie das genau funktioniert, das zeige ich dir allerdings gleich. Nach den ersten 30 Minuten hat die Hefe minimalst Arbeit geleistet. Mit feuchten Händen greifen wir unter den Teig und schlagen ihn über sich selbst ein. Man kann gut sehen, wie brüchig der Teig ist. Das ergibt sich aber bei Legen und Falten Nummer 2 und 3. Dort gewinnt er dann auch merklich an Stabilität und geht sichtbar auf. Legen Nummer 2 zeige ich euch nicht im Video, denn der Prozess ist wie beim ersten Mal und wir kommen direkt zum dritten Mal. Sollte der Teig dann noch sehr feucht sein und da verhält sich jede Haferflockensorte einfach etwas anders, gib nach Bedarf noch 1 bis 2 Esslöffel körnige Haferflocken dazu. Der Vorteil dabei ist auch, dass sie zusätzlich Feuchtigkeit aufnehmen und den Semmeln gleichzeitig noch etwas mehr Biss und Struktur verleihen. Sie werden dann einfach auch per Legen und Falten unter den Teig gehoben und gehen dann in die letzte Ruhephase, die bei mir insgesamt 4 Stunden dauert. Nachdem mein Teig nun 4 Stunden geruht hat, kann man deutlich erkennen, wie sich das Volumen gut verdoppelt hat. So ist er nun auf jeden Fall bereit, weiter verarbeitet zu werden.
Als nächstes richten wir uns eine Schüssel und geben dort, ich vermute, ungefähr 150 Gramm kernige Haferflocken hinein. Und dann stechen wir uns mit Hilfe eines großen Löffels, obwohl du hier ganz deutlich variieren kannst, in einer Größe deiner Wahl, kleine Teigstücke aus und ohne die Struktur zu verändern, wird das Teigstück einfach durch die Haferflocken gewälzt. Und so verfahren wir natürlich mit dem gesamten Teig. An der Stelle sei erwähnt, dass das eine klebrige Angelegenheit leider ist, aber von nichts kommt nichts, wie es so schön heißt. Dieser Arbeitsschritt ist trotz allem sehr einfach durchzuführen. Und dann lassen wir die kleinen einzelnen Teiglinge oder Semmelchen, wie immer du sie nennen möchtest, für nochmal 30 Minuten liegen. So kann der Teig sich nochmal entspannen und die Hefe noch ein wenig ihre Arbeit tun. Die Zeit können wir auf jeden Fall optimal nutzen und unsere Heißluftfritteuse richten. Meine hat 2 Kammern, ob deine nur eine hat, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Die kleinen Semmeln werden auf jeden Fall mit genug Abstand in die Körbe drapiert, so kann die Luft dann optimal zirkulieren. Sobald die kleinen Teiglinge optimal in den Körben liegen, können sie auch eingeschoben werden. Und dann stellen wir die Heißluftfritteuse auf 180 Grad, wo sie für etwa 15 bis 18 Minuten ausgebacken werden. Störe dich bitte nicht an der Anzeige bei mir, ich habe es noch mal ein paar Minuten nachlaufen lassen, ohne dass ich es abgefilmt habe. Auch sowas kommt mal vor. Und da jede Heißluftfritteuse ein bisschen anders ist, lohnt es sich, ruhig mal nachzusehen, wie weit das Backgut ist. Sind sie noch zu weich und hell, brauchen sie natürlich länger. Sind sie schon knusprig braun, können sie so gut wie raus. Nach insgesamt 18 Minuten können bei mir die Semmeln aus der Heißluftfritteuse genommen werden und sollten auf einem Gitterrost auskühlen. Das ist besonders wichtig, da sie direkt nach dem Backen innen noch recht weich sein können. Beim Abkühlen verfestigt sich dann die Krume und bekommen ihre endgültige Struktur. So bleiben die Semmeln außerdem schön saftig und schmecken auch noch am Tag danach ganz wunderbar und gut. Und auch die letzte Semmel lasse ich natürlich noch ausbacken. Und nachdem sie dann endlich ausgekühlt sind, gibt es leider ein sehr überlichtetes Bild, aber ich habe eine neue Kamera und habe nicht gemerkt, dass ich eine viel zu große Belichtung habe. Nichtsdestotrotz, das Rezept ist spektakulär. Und die Semmeln sind super fluffig von innen und schmecken wirklich fantastisch. Und auch nur mit Butter ein absoluter Genuss. Auch wenn ganz klassischerweise die Semmel hier zerbricht, ist die auf jeden Fall absolut fantastisch. Super schnell gemacht, ohne großen Aufwand. Und eignet sich auch optimal für Sonntagssemmeln. So manch einer sagt ja Brötchen, aber tut mir leid, ich bin aus Bayern, da sagt man Semmeln auf jeden Fall. Und ich wünsche euch nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, pfiat's euch!